Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Places for You. Heute fahren wir mit diesem Schiff den Neckar hoch und schauen uns dann gemeinsam mit einem Mönch die Benediktinerabtei Stift Neuburg an. Das sind gleich 2 Heidelberger Highlights in einer Folge Places for You. Auf geht's! Da wir bei unseren Dreharbeiten mit anderen Menschen in Kontakt kommen, möchten wir natürlich kein Risiko eingehen. Von daher habe nicht nur ich mich eben gerade testen lassen, sondern auch alle an diesem Video beteiligten Personen. Unsere Kameracrew trägt weiterhin Masken. Ich dagegen habe meine weggelassen, solange ich ausreichend Abstand einhalten kann. Wer einen Schnelltest machen möchte, kann einen ganz einfach im Drogeriemarkt oder in den Apotheken kaufen. Zudem bietet Heidelberg sämtliche Möglichkeiten, einen Schnelltest direkt vom Fachpersonal durchführen zu lassen. Wie zum Beispiel hier auf der Alt-Heidelberg, einem Schiff der Weißen Flotte, direkt gegenüber von der Stadthalle. So, hier ist unser Kapitän für heute, der Karl Hofstetter. Hallo, servus. Herzlich willkommen. Wo befinden wir uns denn gerade? Ja, wir befinden uns auf der Victoria, unserer kleinen Flussjacht, für schöne kleine Veranstaltungen, neben 6 weiteren Schiffen, die wir noch in unserer Flotte haben. Was hat denn die Weiße Flotte so alles zu bieten? Ein Teil unseres Geschäftes sind die Linienfahrten auf dem Neckar, zum Rhein. Das haben wir für Charter, Firmencharter, Privat-Events und eigene Veranstaltungen, Tanzveranstaltungen, Essensveranstaltungen. Johann Lafer kocht bei uns. Also ganz verschiedene Dinge, die man bei uns machen kann. Meinst du, ich dürfte auch mal ansteuern? Wir probieren das mal, oder? Sehr gut. Vielen Dank, dass du uns heil und sicher hier zum Kloster gebracht hast. War eine schöne Fahrt mit dir und ich komme gerne wieder. Das freut mich sehr. Hast ja auch ein bisschen was dazu beigetragen zum sicheren Fahren. Das hier, stimmt. Ne? Super, also ganz toll. Freue mich aufs nächste Mal. Danke, ich mich auch. Bei mir ist jetzt Bruder Bruno und wir laufen gleich gemeinsam hoch zum Kloster. Und du meintest, wir laufen auch durch einen Geheimgang. Ja, Gelangen wir dorthin? Ja, so richtig geheim nicht, aber doch ein Ort, wo sonst nicht jeder hinkommt. Bruno, kannst du mir mal erzählen als Mönch, wie so ein Tagesablauf aussieht? Also im Prinzip läuft das so ab, dass der Tag ganz genau strukturiert ist. So, dass wir das erste Gebet morgens um 7 Uhr feiern. Dann so von 9 Uhr bis um 11:30 geht jeder so ein bisschen seiner Arbeit nach. Anschließend das Mittagessen. Da wird auch geschwiegen, nach alter Tradition. Wenn du deinen Leib stärkst, dann stärke auch gleichzeitig deinen Geist. Und deshalb wird während dem Essen etwas vorgelesen. Und jeder Mönch geht hier auch einer festen Arbeit nach? Genau, Ja. so ist es ja. Also der eine ist in der Bibliothek, der andere ist Künstler vielleicht. Und dann gibt es noch die Wäscherei, die Pforte. Wie finanziert ihr euch denn hier eigentlich im Kloster, Bruno? Im Prinzip ist es so, dass das Kloster nichts als Gegensteuermittel bekommt und dass Benedikt in seiner Regel auch schreibt, dass der Mönch von der eigenen Hände Arbeit leben soll. Wir gehen in die Seelsorge, bekommen da praktisch ein Gehalt von der Diözese. Dann haben wir Pachtbetriebe wie die Brauerei und die Gaststätte oben. Dann haben wir einen eigenen Gästebetrieb. Da mache ich viele Klosterführungen. Und die Menschen dürfen sich ja auch gerne mal eine Auszeit nehmen und dürfen auch hierher kommen. Wie lange verbringen denn die Menschen in der Regel? In der Regel ist es so eine Woche, würde ich mal sagen, im Schnitt. Und dann kann man selbst entscheiden, ob man am Gemeinschaftsleben teilnimmt, an den Gottesdiensten, oder ob man sich komplett zurückzieht. Wir sind jetzt hier in der Klosterkirche und es ist so ein wunderschönes Licht, was hier auch durch die Fenster scheint, ne? Diese Fenster hier hinten im Ostchor, die sind aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und genau aus diesen Farbpigmenten dieser alten Fenster hat man diese wunderschönen neuen Fenster gemacht. Und in jedem dieser Fenster befindet sich in der Mitte ein Rechteck, das komplett weiß ist. Wenn man jetzt gerade mal in dieses gelb-blaue Fenster hineinschaut, da merkt man, dass man also fast blind wird, wenn man da hineinschaut. Und das deutet auf die Größe und auf die Unsichtbarkeit Gottes hin. Ja, also man kann Gott nicht schauen. Wenn man Gott schaut, erblindet man.
Wir sind in der Klosterbrauerei angekommen. Wie viele Biersorten werden denn hier so gebraut? Es gibt also mindestens 7 oder 8 verschiedene Sorten hier und das Besondere an den Bieren hier ist, dass es alles Bioprodukte sind. Zum anderen wird das Bier gebraut aus dem Brauwasser unserer eigenen Quelle und somit ist all das, was hier in die Brauerei reinläuft, was zu dem guten Biobier wird, auch automatisch ein gesegnetes Bier. Wir haben gesehen, Bruder Bruno führt ein sehr schönes Leben hier an einem sehr spannenden und sehenswürdigen Ort. Bruno, vielen Dank für die Einblicke in die Abtei und euer Leben hier. Wir trinken jetzt noch unser leckeres Bier und genießen das. Wenn ihr auch mal eine Klosterführung machen möchtet oder eine Brauereiführung, dann könnt ihr das auch direkt bei Heidelberg Marketing buchen. Und vielen lieben Dank natürlich auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich sage, macht's gut, bis dahin, Prost!